Aachen ist grundsätzlich ein guter Ort zum Leben. Die Lieblingsstadt Karls des Großen beherbergt mit dem Aachener Dom die erste Welterbestätte der UNESCO auf deutschem Boden. Die RWTH als eine der führenden technischen Hochschulen Deutschlands holt viele junge Menschen in die Region und prägt sie als wichtigen Industriestandort. Veranstaltungen wie der internationale Karlspreis zu Aachen oder das Weltfest des Pferdesports machen die Stadt auch über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt. Das ist aber nur die eine Seite meiner Heimatstadt, denn unglücklicherweise ist Aachen auch eine der kriminellsten Städte Deutschlands. 2023 belegte sie Platz 15 der Städte mit der höchsten Kriminalitätsrate. Und obwohl sie daran mittlerweile von anderen Städten auf Platz 1 abgelöst wurde, ist sie immer noch eine der Städte mit der höchsten Rate an Motorraddiebstählen. Aktuell leidet Aachen erneut unter einer größeren Diebstahlserie und das möchte ich als Anlass nehmen, mit euch über den Diebstahlschutz am Motorrad zu sprechen. Denn nicht ohne Grund spricht sogar die Aachener Polizei davon, dass man sein Motorrad mit einem GPS-Tracker ausstatten sollte. Bedingt durch die direkte Grenze zu Belgien und den Niederlanden sind in Aachen gestohlene Motorräder oft schon irgendwo im Ausland, noch ehe man den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Und ohne einen Tracker sind die Chancen verschwindend gering, seine Maschine jemals wiederzusehen. Man muss allerdings vorsichtig sein, denn Tracking ist nicht gleich Tracking und einige Tracker wiegen einen zwar in Sicherheit, sind nur leider innerhalb von Sekunden entweder entdeckt oder deaktiviert. In diesem Video möchte ich mich daher näher mit den Möglichkeiten des Trackings beschäftigen und dazu erhalte ich technische Unterstützung, denn dieses Video wird von Moving Intelligence gesponsert. Die haben bei mir offene Türen eingerannt, als sie mich gefragt haben, ob ich ihren Tracker Mi01 für euch testen wollen würde. Denn da ich bereits 2 Diebstahlversuche meiner GS nur mit Glück vereiteln konnte, stand auch ich irgendwann vor der Frage, ob ein Tracker an meinem Motorrad nicht eine sinnvolle Anschaffung wäre. Ob ich auch einen dritten Diebstahlversuch rechtzeitig bemerken und stoppen kann, das wird die Zukunft zeigen. Und dabei wird die Technik mir hoffentlich helfen. Fangen wir vorne an. Warum ist ein Tracker am Motorrad sinnvoll? Wenn ihr meinem Kanal schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich 2022 krankheitsbedingt meine Reise durch Schottland abgebrochen und mich mit letzter Kraft nach Hause geschleppt habe. Damals habe ich nur noch die Maschine im Hof abgestellt, die Koffer abmontiert und in die Wohnung geschleppt und bin dann erstmal komatös ins Bett gefallen. Irgendwann wurde ich wieder wach. Es war mitten in der Nacht, ich hatte die ersten Momente überhaupt keine räumliche oder zeitliche Orientierung, wie man es von einem viel zu langen Mittagsschlaf kennt. Vor dem offenen Fenster zum Hof knatterten die Zweitaktmotoren mehrerer 50 Kubik Motorroller, das war aber nicht der Grund, wegen dem ich schlagartig wach wurde. Nein, was mich von jetzt auf gleich hochschrecken ließ, war das Rasseln einer Kette. Ich erkannte am Geräusch sofort, dass es die Kette war, mit der ich das Motorrad an einen Stahlträger gekettet hatte. Draußen machte sich jemand offensichtlich an meinem Motorrad zu schaffen. Krankheit hin oder her, in diesem Moment erlebte ich eine noch nie dagewesene Adrenalineinspritzung und war mit nur einem Satz am Fenster. Draußen schob gerade ein Mann mein Motorrad von seinem Stellplatz, zu den Seiten gesichert von weiteren 3 Typen auf 3 Motorrollern. Das Lenkerschloss war mit Gewalt aufgebrochen, die schwere Kette geknackt. An dieser Stelle begann mein Part in dem ganzen Schauspiel, denn ich war jetzt, nur in Boxershorts, hinter den Herrschaften her. Die fühlten sich ertappt, warfen mir die GS vor die Füße und machten sich auf ihren Rollern davon. Was mit der Kette passiert ist, ob sie aufgeschnitten, aufgesägt oder aufgebrochen wurde, habe ich nie erfahren, die haben sie mitgenommen. Was mich aber schockierte, war die Tatsache, dass es sich um eine etliche Kilo schwere Kette eines namhaften Herstellers mit hoher Schutzklasse handelte und sie trotzdem scheinbar kein Hindernis darstellte. Dass ich meine GS heute noch habe, ist im Grunde reines Glück und der Grund, warum ich heute mit euch über GPS-Tracker spreche. Denn wenn das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ist, das Motorrad also gestohlen wurde, dann liegen die Chancen, die Maschine ohne einen Tracker wiederzufinden, bei unter 50%. Daher schauen wir jetzt mal etwas genauer auf die verschiedenen Arten des Trackings und besonders auf den Mi01 von Moving Intelligence, der mir für dieses Video zur Verfügung gestellt wurde. Schauen wir mal, welche Tracker es gibt und wie sie sich unterscheiden. Wer Infos zum Thema Tracker für das Motorrad sucht, der wird erstmal von einer Informationsflut erschlagen, denn es gibt sie in allen Größen, Formen und Farben. Da gibt es Tracker mit und ohne externer Stromversorgung, mit und ohne Abo und/oder SIM-Karte, mit und ohne Anzeige des Live-Standorts, günstige oder teure Tracker, große Tracker und kleine Tracker, Tracker mit und ohne Fahrtenbuchfunktion. Das sind aber im Grunde alles nur Zusatzfunktionen. Wenn man einen Tracker für sich aussuchen will, muss man bei einer ganz anderen Frage beginnen. Möchte ich einen aktiven oder einen passiven Tracker? Die eben gezeigten fallen nämlich alle in die Kategorie der aktiven Tracker. Das heißt, sie sind an die Fahrzeugbatterie angeschlossen und senden permanent den Live-Standort des Fahrzeugs. Passive Tracker sucht man erstmal vergeblich, wenn man sich einen Überblick verschaffen möchte, und das halte ich für ein großes Problem. Denn so gut aktive Tracker auch sind, so groß sind auch ihre Nachteile.
Gegenüber den eben gezeigten Trackern kommt der Mi 01 mit zwei großen Unterschieden. Der Mi 01 verfügt über eine intern verbaute Batterie, weswegen er nicht an die Fahrzeugbatterie angeschlossen wird. Mit der Energie muss er daher haushalten und deswegen wird der Standort des Fahrzeugs nicht permanent, sondern nur in vorgegebenen Intervallen gesendet. Die Batterie soll bei einem Intervall von einmal alle 24 Stunden bis zu 5 Jahre ausreichen. Dank der internen Batterie ist der Tracker nicht von der Kabellänge abhängig und man kann ihn an wesentlich unzugänglicheren Orten verstecken, als man es bei einem aktiven Tracker könnte. Und damit sind wir auch schon bei den Vorteilen, die ein passiver Tracker gegenüber aktiven Trackern hat, nämlich die erschwerte Auffindbarkeit. Schaut ihr euch gerne Agentenfilme an? Diese kleinen Scanner, mit denen im Film die Hotelzimmer nach Wanzen abgesucht werden, sind keinesfalls Science Fiction, die kann man frei bei Amazon kaufen. Und mit diesen Scannern kann man nicht nur Hotelzimmer absuchen, sondern auch einen aktiven Tracker am Motorrad lokalisieren, der ja permanent seinen Standort sendet. Bei modernen Motorrädern müssen Diebe schon fast zwangsläufig davon ausgehen, dass irgendeine Art Sender installiert ist, daher wird in den meisten Fällen zuallererst nach einem solchen Sender gescannt und die Batterie abgeklemmt. Ein aktiver Tracker ist an dieser Stelle also bereits entweder ausgebaut oder mangels Strom deaktiviert worden. Das ist dem Mi 01 beides herzlich egal, denn außer zu den festgelegten Sendezeiten geht kein Signal vom Tracker aus, er befindet sich in einem Ruhemodus und kann so eben nicht geortet werden. Man tauscht bei einem passiven Tracker im Grunde die Funktion des Live-Standorts gegen einen erhöhten Schutz in Sachen Auffindbarkeit. Und die ist wichtig, damit das gestohlene Motorrad weiterhin seinen Standort übermittelt, wodurch man es früher oder später hoffentlich wiederfinden wird. Damit der Mi 01 nach einem Diebstahl auch in Lagerhallen, Tiefgaragen oder Containern weiter seinen ungefähren Standort sendet, greift er neben reinem GPS-Tracking auch auf eine GSM-Standortbestimmung zurück, wodurch er auch bei fehlendem GPS-Empfang seinen ungefähren Standort eingrenzen kann. Ein aktiver Tracker ist super, um den Diebstahl möglichst zu verhindern, noch während er geschieht, so wie es in jener Nacht bei mir der Fall war. Ein aktiver Tracker allein vermittelt allerdings trügerische Sicherheit, wenn man bedenkt, wie schnell und einfach sie deaktiviert werden können. Passive Tracker sind die ideale Ergänzung zu aktiven Trackern, da sie sprichwörtlich irgendwo am Motorrad versteckt werden können, wo man sie erst bei der Demontage des Motorrads finden würde. Es liegt mir fern, in diesem Video aktive und passive Tracker gegeneinander auszuspielen. Vielmehr möchte ich euch für die jeweiligen Vor- und Nachteile sensibilisieren und überhaupt auf die Existenz von passiven Trackern wie dem Mi 01 hinweisen, denn ich weiß, dass einige von euch noch nie davon gehört haben werden. Ein passiver Tracker ist die sprichwörtlich letzte Hoffnung, wenn das Kind bereits in den Brunnen und das Motorrad gestohlen wurde. Genauso wird der Mi 01 übrigens auch von Moving Intelligence beworben. Und da der Mi 01 die letzte Rückfallebene nach einem Diebstahl ist, setzt ein weiterer seiner Schutzmechanismen auch erst dann ein, wenn das Motorrad tatsächlich gestohlen wurde. Denn dann greift der mit dem Tracker gekaufte Recovery Service. Schauen wir mal in die Einstellungen des Mi 01 und spielen das Szenario eines Diebstahls durch. Genau wie andere Modelle wird auch der Mi 01 über eine Handy-App gesteuert, in der ihr alle grundlegenden Einstellungen vornehmen könnt. Am wichtigsten sind der Sendeintervall und die Geofences. Die Intervalle können stündlich oder alle 4, 8, 12 bis hin zu 24 Stunden erfolgen. Die Art der Standortbestimmung könnt ihr ebenfalls einstellen, wahlweise nur GPS oder GSM bzw. eine Kombination der beiden, was eine Bestimmung auch in geschlossenen Räumen ohne GPS-Empfang möglich macht. Rund um euren Stellplatz könnt ihr dann den Geofence ziehen. Die App sendet euch eine Push-Benachrichtigung, wenn das Motorrad zum nächsten Intervall aus diesem Gebiet entfernt wurde. Unter freiem Himmel per GPS ist das Tracking bis auf wenige Meter sehr genau. In einer Garage und mit GSM-Ortung kann der Standort natürlich nur ungefähr ermittelt werden. Aber ein Radius von 500 Metern ist im Fall der Fälle immer noch besser als gar nichts. Wo wir gerade vom Fall der Fälle sprechen, nehmen wir mal an, Sie hätten mir in jener Nacht tatsächlich den Hobel vor der Türe gestohlen. Was wäre dann passiert, wenn ich damals bereits den Mi 01 verbaut gehabt hätte? Zunächst hätte mich mein Handy mit dem Geofence-Alarm darauf hingewiesen, dass das Motorrad seinen definierten Bereich verlassen hat, worauf ich den Diebstahl spätestens bemerkt hätte. Anschließend muss die Polizei verständigt werden, denn das ist nicht nur für die weitere Strafverfolgung, sondern auch für die Versicherung wichtig. Der zweite Anruf geht dann an die rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale von Moving Intelligence, wo der Diebstahl des Motorrads aufgenommen wird. Die Daten des Fahrzeugs, also Kennzeichen, Fahrgestellnummer, Farbe und besondere Merkmale, wurden bereits bei der Registrierung in der App hinterlegt, daher kann die Notrufzentrale mit diesen Daten und der Peilung des Senders jetzt sofort an die Arbeit gehen. Denn Moving Intelligence arbeitet europaweit mit 600 privaten Ermittlungsdiensten zusammen, von denen jetzt einer mit der Suche nach dem Motorrad beauftragt wird. Wenn das Motorrad gefunden wird, unterstützt der Ermittlungsdienst die Polizei bei der Sicherstellung und Rückführung des Motorrads, denn private Ermittlungsdienste haben keinerlei hoheitliche Rechte und ersetzen nicht die Rolle der Polizei. Moving Intelligence gibt eine Rückführungsrate von 94% an. Und das ist nicht nur eine sehr beachtliche Zahl, sondern auch deutlich mehr als die Wahrscheinlichkeit von 50-50, wenn man keinen Peilsender installiert hat.
Das häufigste Gegenargument zum passiven Tracking, das mir bei meiner Recherche begegnet ist, lautet: Ein passiver Tracker verhindert nicht den Diebstahl. Das ist zwar vollkommen richtig, aber wie so oft, wenn man Kommentare im Internet liest, ist diese Kritik nicht zu Ende gedacht. Denn eigentlich kann nichts einen Diebstahl verhindern. Nicht eure Garage, die dickste Kette, keine Alarmanlage und auch kein aktiver GPS-Tracker, der direkt nach dem Diebstahl deaktiviert wird. Wenn Sie eure Maschine haben wollen, dann werden Sie dafür kommen. Und sie sehr wahrscheinlich auch kriegen. Darum geht es bei diesem Thema aber überhaupt nicht. Denn in Wahrheit geht es sich beim passiven Tracking nicht darum, den Diebstahl zu verhindern, sondern das Motorrad nach einem erfolgten Diebstahl zu retten. Und ein Tracker ist generell nie mehr als eine Ergänzung zu mechanischen Sicherheitsvorkehrungen, die dann greift, wenn das Motorrad eigentlich schon für immer verloren wäre. Die Ausgangsfrage dieses Videos war es, ob sich ein passiver Tracker lohnt. Und in meinem Fall lautet die Antwort ganz klar: ja. Die Kombination eines aktiven und passiven Trackers finde ich persönlich super. Ich habe beides am Motorrad verbaut. Wichtig ist mir vor allem, dass ihr euch überhaupt Gedanken darüber macht. Denn Diebe müssen nur einmal Glück haben, wir Motorradfahrer müssen immer Glück haben. Und als Last Line of Defense besteht mit einem Tracker immer noch eine gewisse Chance, das Motorrad irgendwann wiederzubekommen. Hört aber nicht nur auf mich, also irgendeinen Typen im Internet, sondern verschafft euch selbst einen Überblick. Und wenn ihr das macht, schaut euch auf jeden Fall auch mal den Mi 01 an. Einen Link dazu findet ihr unten im angepinnten Kommentar. Zum Ende des Videos noch 2 allgemeine Punkte. Mich haben nach der letzten Episode der Skandinavien-Tour viele Nachrichten erreicht, ob es die GPX-Daten der Tour auch wieder zum Download geben wird. Ja, natürlich wird es die geben, und da sie viele von euch anscheinend noch in diesem Jahr haben wollen, bemühe ich mich auch, die Daten schon für die nächste Episode in den Shop zu bringen. Wenn es soweit ist, kündige ich das hier natürlich nochmal an. Betreffend der nächsten Episode bitte ich euch aber um etwas Geduld, denn ich bin jetzt erstmal fast den gesamten September über selbst auf Tour. Ich brauche schließlich neues Material für die Zeit nach der Skandinavien-Tour. Wenn ihr wissen wollt, wo es hingeht, dann folgt mir doch gerne auf Instagram. Da werde ich regelmäßig Updates zur Tour geben. Die Links zu meinen anderen Kanälen findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Danke nochmal an Moving Intelligence für die Unterstützung bei diesem Video und danke euch wie immer fürs Mitfahren.